Hi ihr Lieben, ich bin Natalia Avalon, ich bin Schauspielerin und Sängerin. Der eine oder andere kennt mich vielleicht aus dem Film Das wilde Leben, in dem ich die Uschi Obermeier gespielt habe, oder vielleicht aus dem Song Summer Wine, den ich zusammen mit Ville Valo gesungen habe, oder vielleicht aus der Oktoberausgabe des deutschen Playboys. Das Thema Selbstliebe, ihr Lieben, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, sehr komplex, und es ist ein sehr weiter Weg, würde ich sagen, um diese Selbstliebe zu finden. Ich würde behaupten, für die meisten Menschen von uns. Ich würde behaupten, dass wir mit unglaublich viel Selbstliebe auf die Welt kommen als Babys. Wir sehen die Welt mit offenen, positiven, optimistischen Augen, sind mit allen Sinnen dabei, und dann irgendwann, ich glaube mit Eintritt der Pubertät, kommt so eine Einschränkung und auf einmal fängt die Scham an, das Schamgefühl und der Einfluss von Eltern, der Gesellschaft, von Politik, von Religion, von Kulturen. Dann kommen ganz viele Verbote dazu. Du darfst das nicht, du darfst jenes nicht, du darfst nicht zu laut sein. Als Frau darfst du nicht so sitzen, als Mann darfst du ja keine Gefühle zeigen. Diese Verbote und Regeln, ich weiß nicht, was wir Menschen uns dabei gedacht haben. Also Regeln natürlich sind dazu da, um ein System im Rahmen zu halten, aber all diese Verbote, all diese Einteilung in männlich-weiblich, was darf der Mann, was darf die Frau, was dürfen wir eben beide nicht. Dieses Selbstwertgefühl, diese Selbstliebe und diese Selbstakzeptanz, das sind ja so 3 Begriffe, die sehr wichtig sind, die wird uns nach und nach genommen und auseinandergepflückt, und dann müssen wir das wieder alles uns erkämpfen, würde ich fast schon sagen. Fast schon aggressiv. Und das ist eigentlich schade eben, dass wir unser eigener Feind sind. Also der größte Kritiker, der sich selbst kasteit manchmal auch. Ja, also der Perfektionismus. Ich bin ja auch so eine kleine Perfektionistin, wo auch immer das herstammt. Das ist schade. Ich glaube auch, dass wir eben oft schlechte Erfahrungen sammeln im Leben oder eben traumatische Erfahrungen sammeln, die uns auch wieder einschränken und unsere Selbstliebe und unser Selbstwertgefühl durchschneiden. Selbstliebe. Der Weg hat im Prinzip bis heute gedauert. Ich bin 41 Jahre alt. Dann habe ich mit 12 einen sexuellen Übergriff erlebt, der auch in meine Freiheit grenzüberschreitend war. Und ich muss wirklich sagen, im letzten Jahr, bedingt durch Covid, einer Zeit des Lockdowns, in der ich mich selbst oder viel mit mir selbst beschäftigt habe zu Hause, wurde mir vieles klar, dass ich mich eben selbst zu streng behandelt habe, zu sehr kritisiert habe, immer das Gefühl hatte, dass ich nicht gut genug bin, obwohl ich von außen natürlich viele Komplimente bekomme und die Menschen sagen, du bist eine gute Schauspielerin, eine gute Sängerin, ein toller Mensch. Irgendeine Stimme in mir drin war immer da, die gesagt hat, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug. Und das ist nicht gut. Da muss man daran arbeiten, und ich bin ein Mensch, der sehr viel mit mir selbst arbeitet, an mir selbst arbeitet, weswegen ich dann therapeutische Hilfe in Anspruch genommen habe, über viele, viele Jahre, um über mein Trauma zu sprechen, um über die Sexualität zu sprechen. Das war ein wichtiger Weg, also der Schritt zur Hilfe. Dann kam der Film Das wilde Leben, in dem ich die Uschi Obermeier gespielt habe, mit 25 Jahren. Das war ein wichtiger Schritt für mich, wieder meine Sexualität wieder kennenzulernen und zu akzeptieren und zu sagen, ich zeige mich hier nackt, und es ist keine Einladung für die Männer da draußen, mich zu überfallen, mich zu vergewaltigen, mich auszunutzen oder mich zu beschimpfen. Sehr wichtiger Schritt gewesen. Der wurde mir wieder dann kaputt gemacht durch, leider muss ich sagen, meine eigene Branche, die dann immer wieder gesagt hat, du bist zu sexy, Natalia. Du schminkst dich zu stark, du ziehst dich zu sexy an. Wir können dich nicht besetzen für die Rolle der Mutter oder der Tochter oder weil du zu sexy bist. Das hat wieder was in mir bewirkt, dass ich mich dann angefangen habe, wieder anders anzuziehen, meine Haare blond zu färben, meine Augenbrauen wachsen zu lassen. Es war ein ewiger Prozess. Und irgendwann bin ich aufgewacht letztes Jahr und habe gesagt, wer bestimmt denn eigentlich über mich und meine Person, über meine Freiheit, so zu sein, wie ich sein möchte? Und es ist egal, wie man als Mensch sein möchte. Heterosexuell, homosexuell,
ganz anders orientiert, sexy angezogen, mit großem Dekolleté, mit kleinem. Man soll sich im Leben wohlfühlen, glücklich sein mit dem, was man ist, wer man ist, mit seiner Seele sich glücklich fühlen. Dazu kommt, dass die Seele sagt, wow, ich bin eine tolle Frau, ich bin eine super Frau, ich bin gut genug, ich bin genug. Das ist Selbstliebe, zu sagen, ich bin genug, ich bin toll. Ihr Lieben, ich finde, das Leben ist dazu da, dass wir glücklich, zufrieden durchs Leben fliegen und ganz frei sind. Aber wie kommen wir dahin? Alleine schaffen wir es manchmal nicht, weil unsere Stimme im Kopf, die macht, was sie will. Ich finde es nur mutig und ich finde es stark, wenn man sich auch mal Hilfe holt. Das ist okay. Vor allem, glaubt an euch, ihr seid nicht alleine.